Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Hier ist wieder dein Markus aus Alanya. Es ist Mitte September und wie du es schon erkennen kannst, wir haben schön sommerliches Wetter, auch wenn im Hintergrund so ein paar Wolken jetzt aktuell am Start sind. Glaub mir, die Temperaturen, sie sind noch ordentlich knackig, an die 30 Grad und das ist schon wirklich heftig, auf jeden Fall. Wenn ich mir sagen lasse, dass es gerade in Deutschland jetzt aktuell teilweise 6 Grad, 13 Grad, nass, kalt, grau und dunkel sozusagen wieder langsam wird und Menschen teilweise schon überlegen, die Heizung oder den Ofen anzuheizen sozusagen, wirklich krass. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder reinschaltest. Hier ist der Markus. Wir sind seit mittlerweile über 3 Jahren in der Türkei und ich möchte ein paar Punkte heute besprechen, die mir aufgefallen sind, die teilweise für viele Menschen, die ich kennengelernt habe, im Ausland, nicht nur in der Türkei, sondern auch in Paraguay oder von Geschichtenerzählungen von anderen Menschen aus anderen Regionen der Welt, dass die gewisse Belastungen haben. Und ich möchte hier nochmal ganz ausdrücklich betonen, dass das kein Angriff gegen irgendwelche Menschen persönlich sein soll, gegen irgendwelche Glaubensrichtungen oder sonstiges. Nein, das sind aber Punkte, die teilweise auf Menschen zutreffen können. Und wir möchten mit dem ersten Punkt starten. Punkt 1, was auf lange Sicht zu gewissen Belastungen führen könnten, sind Preissteigerungen und Preisschwankungen. Dass es ein hohes Durcheinander gibt mit den Preisen, beziehungsweise gestern ist der Preis so gewesen, heute ist er so und in einer Woche sieht das schon wieder ganz anders aus. Was natürlich in dem Fall ein Problem sein könnte, wenn du ein statisches Einkommen hast, sprich beispielsweise eine Rente bekommst. Aber das trifft in der Regel natürlich auf Länder zu, die eine hohe Inflation haben, wie wir zum Beispiel in der Türkei oder teilweise auch, wenn man jetzt nach Südamerika guckt, in Argentinien oder vielleicht auch in anderen Regionen der Welt. Dort kann es zu extremen Preisschwankungen kommen. Was wiederum natürlich bedeutet, dass wenn du ein statisches Einkommen hast, ein fixiertes Einkommen wie die Rente, dass das Geld dann auf lange Sicht eventuell sogar knapp werden könnte und das dich bewegt, das Land wieder zu verlassen. Ein weiterer Grund kann sein, Bauarbeiten in deinem Gebiet bzw. in deiner Nachbarschaft, weil das kann wirklich nervig werden. Wir aktuell zum Beispiel haben, du kannst es im Hintergrund erkennen, eine Baustelle, aber nein, was ist das? Eine zweite Baustelle. Direkt nebenan wird jetzt hier gebaut, das Fundament wurde gelegt und jetzt starten auch hier die Bauarbeiten richtig in Fahrt zu kommen und dementsprechend kommen natürlich auch gewisse Lärmproblematiken dazu, was sicherlich den einen oder anderen nerven kann. Nicht nur in der Türkei, sondern wie ich es mir auch sagen habe lassen, in Dubai gibt es sehr viele Menschen, die deswegen auch schon das Land verlassen haben oder die Stadt, weil sie es nicht mehr ertragen konnten, einfach aus dem Fenster zu gucken und nur noch Baustellen zu sehen. Lass mir mal deine Meinung kurz dazu da. Wir kommen jetzt zu einem ganz heiklen Thema, gerade zu den Menschen, die natürlich religiös auch sind. Ist vollkommen in Ordnung, aber ich bitte auch hier nochmal ausdrücklich, das Ganze nicht als Angriff zu sehen. Wir leben in der Türkei und die Türkei ist natürlich ein muslimisch geprägtes Land und natürlich gibt es in der Türkei viele Moscheen, das Land verlassen haben und dann haben die versucht, ihre Wohnung zu verkaufen. Und dann hat man sich das angeschaut. Ich selber habe mir mal so eine Wohnung angeschaut. Und dann ist mir aufgefallen, dass direkt unmittelbar daneben eine Moschee war. Und das kann für viele Menschen natürlich wirklich sehr, sehr schön sein. Aber wenn du jetzt dazu nicht den größten Bezug hast, dann ist das eventuell wirklich auch eine Belastung, weil das Gebet hier 5-mal am Tag gesprochen wird. Und wenn du direkt unmittelbar zum Beispiel hier eine Moschee hast, dann glaub mir, dann stehst du um 5 Uhr morgens im Bett, weil das ist so extrem laut und dementsprechend kann das für viele Menschen dann auch eine gewisse Belastung sein. Dementsprechend ein Tipp von mir, so haben wir es auch gemacht, vorsorglich, aber man weiß natürlich nicht, wo alles immer was gebaut wird. Ja, es kann ja auch sein, dass demnächst hier vorne irgendwie eine Moschee gebaut wird, wäre in dem Fall nicht zu ändern, kein Ding. Aber wenn ich weiß, in dieser Region direkt in dem Gebäude, wo ich eventuell mieten will, wo ich eventuell kaufen will, ist direkt eine Moschee, muss man sich das gut überlegen, ob man das auch möchte, wenn du zumindest keinen großen Bezug dazu hast. Wir persönlich, wir haben auch viele Moscheen in der Region. Eine ist im Hintergrund, ihr könnt die 2 Türme noch erkennen, da sind sie. Aber das ist Luftlinie ca. 300 Meter entfernt. Und das ist meiner Meinung nach voll im Rahmen und natürlich hört man das Ganze und es ist auch annehmbar und es ist auch schön anzuhören. Aber
direkt daneben brauche ich es persönlich nicht. Das Ganze bitte aber jetzt nicht falsch verstehen. Ein weiteres Thema, was eventuell zur Belastung kommen könnte, aus meiner Erfahrung, aus Erfahrung von vielen anderen Menschen, die ich in Kommentaren quasi auch gelesen habe, dass die aufgrund von Tierleid sozusagen, was hier wirklich auch an der Tagesordnung sein kann in der Türkei, in anderen Ländern dieser Welt, dass dementsprechend natürlich auch hier das Ganze aus psychischer Sicht nicht so sehr verarbeitet werden kann. Denn wenn du tagtäglich, und zum Glück sehen wir das persönlich nicht, aber wenn du in Regionen lebst in der Welt, wo du tagtäglich so ein Tierleid siehst, oder nicht nur Tierleid, sondern eventuell Leid von Menschen, wenn du immer hungernde Menschen sehen müsstest, das gibt es ja auch in der Welt, dann wäre das auf jeden Fall auch eine große Belastung für deinen Geist. Und dementsprechend kann es dazu führen, dass du dann auf lange Sicht dieses jeweilige Land wieder verlassen möchtest. Wir kommen dann zu einem Punkt, der auf lange Sicht am Ende des Videos auch nochmal einen gewissen Punkt ergänzt. Denn es ist, und ich habe es schon öfters mal angesprochen, es ist die Langeweile. Und ich weiß, jetzt gibt es Menschen, die sagen, wie kann man nur Langeweile haben in der Türkei oder im Ausland? Ich entscheide mich doch bewusst für ein Land, wo ich viel Aktivitäten habe, wo ich viel machen kann. Aber was ist, wenn du dich für ein Dorf entscheidest? Das gehört jetzt nicht zu Alanya, Dorf ist etwas anderes. Aber wenn du dich in ein Dorf verliebst, wenn du auf lange Sicht dort lebst und du hast dort keine Aktivitätsmöglichkeiten, dann kann das auf lange Sicht auf jeden Fall auch ganz schön zur Einöde werden und dementsprechend natürlich auch weitere Folgen haben. Zusätzlich ist damit gepaart die aktuelle Hitze, gerade in heißen Regionen der Welt. Denn ich habe letztens eine Umfrage gemacht und ca. 80% der Menschen würden lieber die Hitze annehmen, anstatt in Deutschland die kalte Jahreszeit. Aus meiner Erfahrung, mittlerweile seit über 3 Jahren hier in der Türkei auch, kann ich sagen, dass ich glaube, die meisten Menschen wissen nicht, was sie da sagen und sie wissen nicht, was sie erwartet. Wenn du jetzt natürlich aus der Türkei stammst, wenn du Wurzeln hast, die aus heißen Regionen kommen, dann ist das eventuell etwas anderes. Aber wenn du aus Deutschland kommst, so wie ich, dann kann das auch ganz schön zur Falle werden. Denn in dieser Hitze, wenn du hier dauerhaft lebst, jetzt wie ich zum Beispiel in Alanya, dann sage ich immer, du gehst dann immer freiwillig sozusagen in einen Lockdown, du gehst freiwillig in die Isolation, weil es so heiß wird, dass du draußen tagsüber definitiv nichts machst. Und bei mir ist es ja so, dass ich tagsüber, wenn ich dann drinne bin, natürlich meine Arbeit irgendwie verrichte und deswegen abends dann aber auch nicht unbedingt mehr die größte Laune habe, dann rauszugehen, wo viele andere Menschen dann ihren Tag quasi den Abend genießen. Und dementsprechend muss man da auf jeden Fall auch gucken, dass da wiederum keine Langeweile besteht. Weil das große Problem ist, und gerade wenn du auch Kinder hast, dass wenn du zu viel in der Bude hockst, jetzt würden viele sagen, ja, aber im Winter in Deutschland hocke ich auch nur in der Bude, da würden wir aus unserer Erfahrung jetzt sagen, nein, dann würden wir wahrscheinlich eher doch draußen mehr Möglichkeiten haben, anstatt tagsüber in der Hitze in Alanya, im Sommer, in Dubai oder sonst, wo du auch leben möchtest, in der Hitze spazieren zu gehen. Und das bringt dann natürlich auch seine gewisse Belastung mit. Kommen wir zu dem heutigen letzten Punkt. Daran wirst du wahrscheinlich noch nie gedacht haben, denn ich habe es schon mal angedeutet. Denn wenn du mit einer großen Familie auswanderst, zum Beispiel mit einer 4- oder 5-köpfigen Familie und gerade auch mit älteren Kindern oder Menschen, die sich dann weiterentwickeln, auch die Kinder älter werden, die entwickeln ihr eigenes Bewusstsein, ihre eigene Meinung und wollen auch ihren eigenen Lebensweg irgendwie irgendwann gehen, kann es auch ein Problem sein, wenn es innerhalb der Familie Meinungsverschiedenheiten gibt in Bezug auf die weiterführende Zukunft. Es gibt Kinder, es gibt Erwachsene, die wollen da lang. Es gibt aber auch andere, die sagen, ich will da lang oder ich will eventuell auch einfach hier bleiben. Und ich will auf keinen Fall irgendwie das Land verlassen. Und dann gibt es aber wiederum andere, die sagen, doch, wir sollten oder wir müssen sogar das Land verlassen. Das kann wiederum natürlich auch belastend werden, nicht nur zum Thema Auswandern, sondern auch innerhalb der Familie. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Video
wichtige Punkte mal näher bringen, die du eventuell auch mal gehört haben solltest, gerade in Bezug auf deine Auswanderungspläne, egal in welches Land es gehen sollte, egal ob in die Türkei, nach Dubai, Paraguay, Südamerika, Rumänien, Griechenland, ganz egal. Das sind alles Punkte, die du auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltest. Und nichtsdestotrotz, man kann nicht alles planen. Und das ist auch gar nicht schlimm. Denn das Leben ist immer ein Fortschritt und die Welt dreht sich immer weiter, egal ob du stehen bleibst oder nicht. Aber wenn du was aus deinem Leben auch weiterhin machen möchtest, solltest du auch in Bewegung bleiben. Denn wenn du stehen bleibst, mehr oder weniger bleibst du stehen und gehst rückwärts sozusagen. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, mit der Familie auch im Austausch zu sein, Kommunikation zu führen und auch nicht alles so ernst zu nehmen. Ich freue mich auf dein Feedback. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Lass mir gerne einen Kommentar da. Deine Meinung. Vielleicht habe ich noch irgendwelche Punkte aus deiner Sicht vergessen, die eventuell zu Belastungen führen könnten. Und du kannst auch kostenlos ein Abo dalassen und auch gerne die Glocke aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Teile gerne dieses Video, teile gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video. Beste Grüße aus Alanya, dein Markus.